Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Anne Gellinek. Guten Abend. Nun kommt er also doch. Fast löst die Nachricht Erleichterung aus, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky morgen in Berlin erwartet wird. Die Vorgeschichte dieses Besuchs ist so kompliziert und verkrampft wie die deutsch-ukrainischen Beziehungen selbst. Kanzler Scholz war so ziemlich als letzter europäischer Regierungschef nach Kiew gereist. Zelensky hatte bisher einen großen Bogen um Berlin gemacht. Nun aber soll alles anders werden. Und wie, um das zu unterstreichen, verkündete die Bundesregierung heute schon ihr Begrüßungsgeschenk. Ein milliardenschweres Waffenunterstützungspaket für die Ukraine. Am Vormittag landete Zelensky zunächst in Rom. Christiane Hübscher berichtet. Eine große Ehre sei es für ihn, sagt Volodymyr Zelensky, als der Papst ihn im Vatikan begrüßt. 40 Minuten werden sie gleich zusammen sprechen. Papst Franziskus versucht seit Kriegsbeginn neutral zu bleiben. Nur so könne er eines Tages als Friedensvermittler zwischen der Ukraine und Russland in Frage kommen. Das ist keine Haltung, findet der ukrainische Präsident und teilt nach seiner Audienz schriftlich mit. Ich habe Papst Franziskus getroffen. Ich habe ihn gebeten, Russlands Verbrechen in der Ukraine zu verurteilen, denn Opfer und Aggressor können nicht gleichgesetzt werden. Zelensky trifft in Rom auch die italienische Regierungschefin Meloni. Sie sagt ihm weitere finanzielle und militärische Hilfen zu. Das größte Hilfspaket aber wird sich Zelensky wohl morgen in Berlin abholen. Höchste Sicherheitsstufe im Regierungsviertel, Details zum Besuch des ukrainischen Präsidenten noch geheim. Nur das Begrüßungsgeschenk steht schon fest. Der deutsche Verteidigungsminister kündigt Waffenlieferungen im nie dagewesenen Umfang an. Das ist das größte Paket, was bislang in einem Paket zustande kommt. Und es ist uns ein wichtiges Zeichen, dieses Signal, was damit verbunden ist, zu senden. Wir alle wünschen uns, dass dieser mörderische Krieg, den Putin hier gegen die Ukraine führt, bald endet. Aber danach sieht es nicht aus. Und weil das so ist, sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Ukraine zu unterstützen. Dieses neue Waffenpaket enthält 30 Leopard-1-Panzer, 20 Marder, 18 Radhaubitzen, 4 Flugabwehrsysteme, 200 Aufklärungsdrohnen und weiteres. Gesamtwert 2,7 Milliarden Euro. Wir sind nicht nur routinierter geworden, sondern das Verteidigungsministerium arbeitet mit dem Wirtschaftsministerium, was die Ausfuhr der Waffen genehmigen soll. Aber es ist vor allen Dingen der politische Wille da, endlich, ohne zu zögern, das zu liefern, was die Ukraine braucht. Von dort, aus der Ukraine, heute dafür viel Applaus. Alles wird gebraucht für die angekündigte Gegenoffensive. Nur das deutsche Timing sei noch steigerbar, so der ukrainische Außenminister. Deutschland hat schon viel gemacht. Natürlich muss man über den Zeitplan reden, denn wir brauchen immer alles so schnell wie möglich. In Deutschland aber sind längst nicht alle einverstanden mit Waffenlieferungen im Eiltempo. Obwohl die Bevölkerung sich von der Bundesregierung den Einsatz für Verhandlungen wünscht, wird quasi im Vorbeigehen die militärische Unterstützung verdoppelt. Ich halte das für fatal, dass die Bundesregierung immer in ihrem militärischen Tunnelblick verbleibt. Auch in Aachen bereiten sie sich vorsichtshalber auf einen hohen Gast vor. Hier wird morgen der Karlspreis verliehen an Zelensky und das ukrainische Volk. Nicht ausgeschlossen, dass der Präsident den Preis persönlich abholt. Deutsche Waffenlieferungen so ganz ohne Streit und monatelanges Hin und Her. Da müssen wir nachfragen bei Shakuntala Banerjee in Berlin. Warum ging es diesmal so geräuschlos, Shakuntala? Welche Bedeutung hat dieses Paket? Ja, geräuschlos und schnell, muss man auch sagen, denn das Paket ist in nur 8 Tagen geschnürt worden, so sagt das heute Boris Pistorius. Man hat also neben dem politischen Willen offensichtlich auch neue Quellen bzw. bessere Quellen für das Material gefunden, das man da braucht. Es muss dieses Mal nicht aus der Bundeswehr entnommen werden, heißt es, sondern kommt direkt von der Industrie. Und das Ganze ist ein Signal, dass Deutschland es ernst meint mit seiner Unterstützung, so heute auch nochmal der Verteidigungsminister. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Zelensky das Material im übertragenen Sinne nicht morgen mit nach Hause nehmen kann, sondern dass das Ganze noch ein bisschen dauert, weil das Material zum Teil aufbereitet, zum Teil neu produziert werden muss. Das heißt, es geht um Wochen oder Monate. Und morgen dann also deutsch-ukrainische Gespräche im Kanzleramt und Karlspreisverleihung in Aachen. Wie harmonisch wird das werden?
Also die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht. Nachdem die Ukraine ja sehr lange unzufrieden gewesen ist und immer wieder gesagt hat, Deutschland und die Bundesregierung seien zu zögerlich bei der Unterstützung, hat sich das Bild jetzt aktuell gewandelt. Man hört heute aus der Ukraine zu dem angekündigten neuen Waffenpaket sehr positive Töne. Da heißt es, das sei ein historisches Paket und der Berater von Zelensky, Podoljak, hat gesagt, Deutschland übernehme jetzt die Führung. Also da stimmt momentan die Chemie. Und dann gibt es eben morgen auch noch den Karlspreis, die Verleihung in Aachen. Da soll Olaf Scholz die Laudatio halten und das ist ja auch eine starke symbolische Geste. Also es könnten ganz gute Vorzeichen sein für einen Besuch mit positiven Tönen. Und du wirst uns davon berichten. Vielen Dank, Shakuntala Banerjee nach Berlin. Und jetzt eine überraschende, eine gute Nachricht. Der 50-stündige Bahnstreik, der morgen Abend beginnen sollte, ist abgesagt. Die Deutsche Bahn hat einen Eilantrag gegen den Streik beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main eingereicht. Und offenbar ist der Richterin gelungen, was die Tarifparteien in ihren Verhandlungen bislang nicht geschafft haben, nämlich eine Art Kompromiss zu schmieden. Beide Seiten sind nun wieder bereit zu verhandeln. Der Streik ist zumindest vorerst vom Tisch. Inken Klinge war beim Gerichtstermin dabei. Immer wieder schlägt die zuständige Richterin einen Vergleich vor und deutet an, dass sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angekündigten Streiks habe. Doch es muss mehrmals umformuliert werden, bis die Eisenbahngewerkschaft EVG dem Vergleich zustimmt. Der Knackpunkt: der gesetzliche Mindestlohn, auf den manche Mitarbeitende bislang nur durch eine Zulage kommen. Schließlich einigt man sich mit der Bahn, auch um einen konstruktiven Verhandlungsfortgang zu erreichen, wie es heißt. Der Arbeitgeber hat heute vor Gericht unmissverständlich erklärt, dass er unsere Forderungen zum Mindestlohn erfüllt. Auf Anraten des Gerichts haben beide Parteien daraufhin einen Vergleich geschlossen. Vor diesem Hintergrund setzen wir den Streik bei der Deutschen Bahn vorerst aus. Sollte der Arbeitgeber wortbrüchig werden, werden wir erneut zu einem Streik aufrufen. Die Züge der Deutschen Bahn werden also erst einmal weiterrollen. Zumindest die meisten teilt die Bahn erleichtert mit. Sie können sich darauf einstellen, dass am Montag und Dienstag ein sehr umfassender Bahnverkehr stattfinden wird. Wiewohl eben nicht ganz alle Züge fahren werden, aber im Wesentlichen wird man einen normalen Bahnverkehr haben. Manch ein Reisender kann kaum glauben, dass der 50-stündige Streik vom Tisch ist. Ach, das ist ja genial. Wie bitte? Ist jetzt kein Witz, ne? Ich weiß auch nicht, wie herzlos muss man sein, dass man an Muttertag so einen Bahnstreik ausruft. Also das verstehe ich nicht. Also ich finde das ganz gut. Nein, tatsächlich würde ich mich aber freuen, wenn die Leute alle mehr Geld verdienen. Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder ist dieser Kompromiss vor Gericht eine Situation, die nicht zur Regel werden sollte zwischen Konfliktparteien in einem Tarifstreit. Weil es war offensichtlich, dass sich hier beide Kontrahenten verhakt haben und deshalb hätten beide die Notbremse vorher ziehen müssen. Das betrifft aber nicht nur die EVG, sondern auch das Management, weil wir erleben seit mittlerweile 10 Jahren in diesem Konzern eine Kultur des Konfliktes. Die EVG betont, dass der Warnstreik bei der Deutschen Bahn zwar abgesagt wurde, für einige andere regionale Bahnunternehmen gelte der Streikaufruf aber weiterhin. Der amerikanische Präsident Joe Biden hatte vorsichtshalber Chaos für eine gewisse Zeit vorausgesagt. Wenn Politiker sowas ankündigen, heißt das, dass sie sich Sorgen machen. In diesem Fall Sorgen, dass Tausende von Migranten über die Grenze zwischen Mexiko und den USA stürmen könnten. Der Grund für diese Warnung ist, dass eine noch von Donald Trump verhängte Regelung ausgelaufen ist, die es ermöglichte, Migranten ohne Asylverfahren zurückzuschicken. Bidens Problem: er hatte eine andere, eine humanere Flüchtlingspolitik versprochen, aber gleichzeitig die Republikaner im Nacken, die im heraufziehenden Wahlkampf Ängste vor offenen Grenzen schüren. Elmar Thewissen berichtet. Sie brauchen Strom aus Amerika, laden gleich am Grenzzaun nahe San Diego ihre Handys auf, denn sie haben nur dann eine Chance auf den Termin bei den Kontrollstellen, wenn sie sich über die App der US-Einwanderungsbehörde anmelden. Hunderte harren hier weiter aus, kämpfen mit der Technik. Raul aus Venezuela ist frustriert. Wenn die App mal funktioniert, sind nach wenigen Minuten alle Termine vergeben. Wenn du es nicht in 1-2 Minuten schaffst, dann musst du wieder warten bis zum nächsten Tag zur gleichen Zeit.
Im texanischen El Paso läuft es überraschend geordnet. Der Ansturm der letzten Tage ist ein Stück weit verebbt. Viele vertrauen darauf, dass ihr Asylanliegen sorgfältig geprüft wird. Auch vor der Notunterkunft in der Stadt ist es deutlich ruhiger als zuvor. Rund 1800 kamen noch am Donnerstag, aber danach haben wir keine großen Zahlen mehr gesehen hier in der Gegend. Offenbar wirkt auch die Abschreckung, denn wen die Polizei beim illegalen Grenzübertritt erwischt, der wird hart bestraft. 5 Jahre lang dürfen sie keinen Asylantrag mehr stellen. Die US-Regierung hat Mexiko zum sicheren Drittland erklärt. Sie hätten dort Asyl erbitten oder die App nutzen müssen. Die Zahl der Abschiebungen in Länder wie Guatemala und Honduras ist in den letzten Tagen deutlich gewachsen. Die Familie Guevara aus Venezuela hatte Glück. Sie darf während ihres Asylverfahrens bleiben. Ihr Gerichtstermin, erzählt Edison, sei bald in New York. Sie hätten kein Geld, um dorthin zu gelangen und dennoch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber nicht überall sind die Zuwanderer willkommen. Warum habt ihr uns nicht gefragt, empören sich Bürger in Chicago, denn in ihrer Nachbarschaft soll eine alte Schule zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden. Viele Städte sind vom Ansturm der letzten Wochen überwältigt. Auch deshalb fordern die Republikaner ein viel schärferes Vorgehen. Vielen Demokraten gehen Joe Bidens strenge Regeln zu weit. Der Präsident steht im Wahlkampf massiv unter Druck. Er lässt die Auffanglager jetzt noch einmal vergrößern für den Fall, dass doch Hunderttausende kommen. Noch sieht es auf der mexikanischen Seite nahe San Diego nicht danach aus. Und wer schon da ist, versucht wenigstens, den neuen Regeln zu folgen. Und hier geht's weiter mit den Nachrichten und mit Hannah Zimmermann. Im Nahen Osten stehen die Zeichen offenbar vorerst auf Deeskalation. Nach Angaben des islamischen Dschihad hat sich die Extremistengruppe mit Israel auf eine Waffenruhe geeinigt. Laut Medienberichten bestätigte auch das Büro des israelischen Premiers Netanyahu den Waffenstillstand. Dennoch wurden am Abend nach dem Bekanntwerden Raketenangriffe gemeldet. Seit Dienstag hatte die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen bombardiert. Und militante Palästinenser feuerten Raketen auf Israel. Mehr als 30 Menschen kamen seitdem ums Leben. Während der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung den Zugang zum Kurzarbeitergeld vereinfacht. Ende Juni soll diese Sonderregel nun auslaufen. Das erklärte Bundesarbeitsminister Heil in der Rheinischen Post. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Lage auf dem Arbeitsmarkt seien aktuell besser als erwartet, sagte er. Ab Juli gilt somit wieder die alte Regel. Damit Kurzarbeitergeld beantragt werden kann, muss mindestens 1/3 der Beschäftigten eines Unternehmens betroffen sein. Momentan sind es 10%. Morgen wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Heute haben die Spitzenkandidaten noch einmal um Stimmen geworben. Die SPD und Regierungschef Bovenschulte würden gern in ihrer aktuellen Koalition mit den Grünen und den Linken weiter regieren. Auf einen Wechsel hofft dagegen die CDU mit Spitzenkandidat Imhoff. Die Christdemokraten liegen in aktuellen Umfragen hinter der SPD. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 1, 4, 12, 26, 28, 39, Superzahl 1. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt noch der Blick auf die ziemlich durchwachsenen Wetteraussichten. Morgen kommen nach einem oft sonnigen Start ab Mittag Schauer und Gewitter auf. Südlich der Donau sind die Wolken meist dicht. Am Nachmittag setzt hier Dauerregen ein. Die Temperatur erreicht 12 bis 23 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleiben uns der Regen und die Gewitter erhalten. Erst am Mittwoch wird es von Norden her sonniger und trockener. Mit 9 bis 18 Grad wird es am Mittwoch etwas kühler. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Sportstudio und Dunja Hayani. Und die nächsten Nachrichten gibt's gegen 0:20 Uhr, heute Express mit Jessica Sahedi. Und uns gibt's morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.